Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, letzte Woche ging es um österreichische Nazis hier im ZDF-Magazin Royal. Da musste ich meinen ganzen Mut zusammennehmen. Ich habe meine ganze Kraft, meine ganze Energie in diese Show gesteckt letzte Woche. Und das ist schon krass, was das für ein rechtsextremer Wahnsinn da in Österreich ist. Aber so eine politisch aufregende Sendung, das können wir nicht jede Woche machen, das trauen wir uns nicht jede Woche, zumal ich heute Geburtstag habe. Darum geht es heute im ZDF-Magazin Royal um deutsche Nazis. Gutes Thema, oder? Was sagst du, alte Keule? Die Bundesregierung hasst dich. Sie will dir das wegnehmen, was du erarbeitet hast. Erinnere dich an deinen Vater, deine Mutter, deine Großeltern. Was haben sie geschaffen? Was kannst du davon fortsetzen? Ja, das sind die großen Fragen der Zeit. Was haben der Vater, die Mutter, die Großeltern dieses Mannes geschaffen? Bedauerlicherweise nur diesen Mann. Aber wer ist er? Wer ist er? Und was genau will er fortsetzen, was deine Großeltern geschaffen haben und warum? Bevor wir das in dieser Sendung klären, eine dringende Warnung vorweg. Du willst dich über Politik informieren? Bloß nicht bei ARD und ZDF. Aha. Warum denn nicht? Alles, was du auf ARD und ZDF siehst, darfst du erst dann glauben, wenn du es gegengeprüft hast. Aber es gibt zum Glück noch seriöse Medien, denen wir vertrauen können. Sei selber schlau. Schau dir gute YouTube-Kanäle an und meine TikToks. Ja. Oder leck mal an der Batterie, sei selber schlau. Wenn ich während Corona eins gelernt habe, dann, dass die seriösesten Informationen, die man auf der Welt bekommen kann, in guten YouTube-Kanälen vor sich hinschlummern. Und hey Kids, denkt mal quer vielleicht zur Abwechslung, gerne nach ganz rechts außen. Geht zu TikTok und lasst euch von dieser Charisma-Haubitze hier erklären, wie ihr Freunde findet. Deine Mitschüler sind für Fridays for Future, ernähren sich vegan und gehen zu linken Demos. Halt dagegen. Sei nicht still. Am Ende wirst du mehr Freunde haben. Ja, ich brauche keine Freunde, ich habe eine Fernsehsendung. Hashtag halt dagegen. Dieser Fleischersatz im Trachtenjanker, der hier bei TikTok nach Kindern im Schulalter angelt, das ist Maximilian Krah. 47 Jahre alt, Rechtsanwalt aus Reckelwitz, bei Bautzen, bei Dresden, bei Berlin, Mitglied im Bundesvorstand der AfD und seit 2019 Europaabgeordneter für die AfD. Und nur ganz kurz, damit wir es vorweg aus dem Weg haben, also ganz wichtig, verwechseln Sie bitte diesen rechten Vogel Krah aus der rechtsextremen AfD nicht mit dem rechtsextremen Vogel Krah aus der beliebten linksextremen Kinderserie Alfred Jodokus Quack. Das ist Krah und das ist Krah. Und der hat erstaunlich viel Reichweite bei TikTok für einen bald 60-Jährigen, der aussieht wie der einzige Überlebender der Rügener Riesling-Wanderung 2023. Einige Videos von dieser fröhlichen Steppjacke klicken Teens und Twents, die ganze Gen Z bei TikTok noch häufiger als solche coolen Clips an. Ich arbeite fürs ZDF. Natürlich habe ich ein Mainzelmännchen-Tattoo. Ich arbeite fürs ZDF. Natürlich hat mein Wecker die Wetten-dass-Melodie. Ich arbeite fürs ZDF. Natürlich kenne ich Böhmi persönlich. Das glaube ich erst, wenn Maximilian Krah das selber gegengeprüft hat. AfD-Videos werden auf TikTok durchschnittlich 3-mal so häufig aufgerufen wie die TikTok-Videos aller anderen Parteien. Und zwar zusammengerechnet. Oder um das nochmal für unsere internationalen Freunde ganz verständlich auszudrücken, die AfD erreicht bei TikTok 3-mal mehr junge Menschen als alle anderen deutschen Parteien zusammen. Mit sowas hier. Keine Angst vorm linken Lehrer. Sie wollen dir den Mund verbieten, wenn du die Wahrheit sagst. Aber sie haben letztlich Angst vor dir. Steh auf und steh zu deiner Meinung. Am Ende klicken sie ein. Ja, richtig so. Steht auf, Jungs, steht auf. Weil wenn ihr sitzen bleibt, dann könntet ihr euch so einen unschönen Musennackel einfangen wie Maximilian Krah. Autsch. Ein Mahnmal gegen das Einknicken. Maximilian Krah war nicht immer ein viel zu alter TikToker, der im Internet Minderjährige ködert. Bis 2016 war er noch in der CDU. Wo sonst? Aber Maximilian Krah war damals schon gedanklich ganz woanders, nämlich bei den Menschen, für die sich die CDU eigentlich viel zu weit nach links radikalisiert hat. Wichtig ist, den guten Teil der Leute zu uns zu ziehen und einfach auch zugeben, dass nicht alles, was diese Leute umtreibt, schlecht ist. Und was Max uns damit sagen möchte, während er auf dem Weg ist, unter Glockengeläut wahrscheinlich den nächsten Abiball zu crashen: Ich bin einer dieser Leute. Und deswegen ist Maximilian Krah 2016 bei der CDU aus und in die AfD eingetreten. Und seitdem kann er endlich sagen, was er wirklich denkt.
Der heutige Feminismus ist das Geschäft von 30% grässlichen, hässlichen und letztlich frauenfeindlichen Weibern. Ja, und er weiß, wovon er redet, als grässlicher, hässlicher und letztlich frauenfeindlicher Camembert. Oder wie er von anderen Medien beschrieben wird. Er hat seinen ganz speziellen Charme. Irgendwo zwischen Teppichhändler und Dresden-Dandy. Er ist der Schmidtchen-Schleicher der AfD. Elastisch über alle Flügel. Mit schönem Haar und in teuren Maßanzügen teilt er Reisefotos aus edlen Hotels und von schicken Bällen. Kein Wunder, dass man ihn in Dresden Shampoos Max nennt. Sympathisch, ja gut, der feiert halt gern. Ist doch nicht verboten. Hier zum Beispiel, da. Zum Wohle. Oder das hier. Was haben Sie denn für einen Leistungskurs, junge Frau? Gut aussehen? Oder hier. Ich bin ein Mann. Natürlich ignoriere ich das Rauchverbot in der Filmecke im Smallland. Und das hier ist Maximilian Krah, neben der Geschäftsführerin vom Landhaus Adlon in Potsdam. Landhaus Adlon in Potsdam. Woher kennt man das noch mal? Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer kamen im November in einem Hotel bei Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Und hier schmiegen sich die Chefin vom Potsdamer Geheimtreffenhotel und Shampoos Max komplett feminismusfrei die völkischen Keulen aneinander. So ein Zufall aber auch. Aber nochmal zurück ins Smallland. Du magst meine TikToks, aber bis unter 18 kein Problem. Erstmal Kompliment. Kompliment, der Anzug ist maßgeschneidert, nur leider für jemand anders. Aber hey, für Brüssel reicht's. Europawahl am 9. Juni. Deutschland wählt 96 Abgeordnete. Oh yeah, im Juni ist es wieder soweit. Die wichtigste Wahl, die alle immer vergessen. Die Europawahl. Und dieses Wimmelbild des guten Geschmacks ist der deutsche Spitzenkandidat der rechtsextremen AfD für diese Europawahl. Hier sieht man ihn sitzen, den Lebemann, im Café de Paris in Paris. Wahrscheinlich wartet er darauf, erkannt zu werden von irgendwem oder darauf, dass seine Mutter von Lasch wiederkommt. Louis Vuitton, Rollköfferchen mit dabei, Lederaktentasche, Katerfrühstücksgesicht wie so ein Champion. Und was man auf den ersten Blick gar nicht sieht, die Leggings und die FPÖ-bleu-farbenen Socken, Bodypainting. Alles Bodypainting. Und elegant und stilecht, wie man das so macht in France. Schöne Coke Zero reinballern. Das lieben die Franzosen. So geht Kultur und Tradition. Aber warum ist dieser Coq au vin so scharf darauf, bei TikTok Kinder und Jugendliche zu erreichen? Weil dieses Jahr in Deutschland bei der Europawahl zum ersten Mal auch 16-Jährige wählen dürfen. 16-Jährige. Zufällig genau die TikTok-Zielgruppe von Steppjacken Max von der AfD. Denn seine Spezialität bei TikTok, die politische Frühsexualisierung von Minderjährigen. Bekenn dich zur AfD. Ja, aber wie kann ich mich denn als 16-Jähriger zur AfD bekennen, Onkel? Die AfD hat eine Jugendorganisation, die Junge Alternative. Gomme-Mode. Ist das die gleiche junge Alternative wie die hier? Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative, als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Slay! Hey, Kids! Ist euch Heroin zu teuer? Kein Grund, euer Leben und das Leben eurer Familie nicht trotzdem zu ruinieren. Hereinspaziert in unsere coole, junge, verfassungsfeindliche Organisation. Ja, ey, zweimal falsch abgebogen bei TikTok und ein fast 70-jähriger Rechtsextremist versucht dich richtig bodenlos zum NPC zu machen. Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin. Ja, und wenn das nicht klappt, dann bist du vielleicht einfach zu hässlich. Kann sein. Während Sie, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, jetzt hier sitzen und glauben, dass das hier, das ZDF-Magazin Royal, der heiße Scheiß ist. Während Sie das glauben, lässt sich Ihr 16-jähriger Sohn in seinem Jugendzimmer von einem Pocodomäne-Sofaverkäufer mit der Jawline eines Dr. Oetker Grießpuddings im Internet erklären, was echte Männer so machen. Hat geklappt. Ja. Deutschlands schlauster Rauchmelder. Aber wer steckt hinter dessen TikTok-Erfolg? Krahs Social-Media-Strategie ist sorgsam orchestriert. Mit der Hilfe eines rechtsextremen Aktivisten. Namens Erik Ahrens aus dem Umfeld der identitären Bewegung. Moment mal. Die identitäre Bewegung. Wenn Sie letzte Woche während des ZDF-Magazin Royal nicht vor Wut Ihr Synonymwörterbuch zerrissen, sondern gut aufgepasst haben, wird Ihnen die identitäre Bewegung
vielleicht bekannt vorkommen. Frauenfeindlich, demokratieverachtend und rassistisch. Das kriegt der gescheiterte Inselcoach natürlich ganz alleine hin. Aber damit sein menschenfeindlicher Wahnsinn bei TikTok richtig klickt, damit es richtig abgeht, hatte er bis vor kurzem Hilfe von einem echten Profifaschisten. Das mag an der Zielgruppe liegen, die wir eben auch auf TikTok erreichen, denn es sind eben vor allem die Jüngeren. Also wenn man sich jetzt hier von Statista einfach mal die Nutzerzahlen im Jahr 2022 anguckt, dann konsumiert über die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland TikTok. Durchschnittlich übrigens 90 Minuten am Tag. Das heißt, man hat eigentlich 90 Minuten am Tag ein Fenster in deren Gehirn, wo man da reinsenden kann, ja? Ja, und wenn unsere lieben Kleinen regelmäßig reinsurfen, 90 Minuten durchs Fenster in Onkel Maxis TikTok-Napola, dann radikalisieren die sich schneller als Thomas Haldenwang Verfassungsschutz buchstabieren kann und glauben am Ende Maximilian Krah irgendwann auch so einen Wahnsinn. Wer ethnische Afrikaner und Afghanen in die Regierung nimmt, macht die Regierung auch kulturell afrikanischer und afghanischer, schrieb dieser mit Blick auf Aminata Touré, die als Sozialministerin von Schleswig-Holstein Deutschlands erste schwarze Ministerin ist. Als selbst ein AfD-Anhänger kommentierte, dass dies zu weit gehe, entgegnete Krah: Lösen Sie sich von der inneren Angst, die Wahrheit auszusprechen. Natürlich ist Korruption korreliert mit Kultur und Kultur mit Ethnie. Korruption korreliert mit Kultur und Kultur mit Ethnie. Diesen Satz bitte nicht gegenprüfen, sonst fällt auf, wie rassistisch er ist. Was Maximilian Krah hier absichtlich ein kleines bisschen unnötig kompliziert formuliert, heißt übersetzt nichts anderes als: Weiße Menschen sind von Natur aus besser als andere. Wer könnte beim Anblick dieser reinrassigen, aufgeplatzten Knack- und Backdose jemals daran gezweifelt haben? Seinen rassistischen Tweet von Ende Januar hat der edle, weiße, sächsische Herrenmensch dann aber doch wieder gelöscht. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Ich werde mich hier nicht, schon gar nicht an meinem Geburtstag, ich werde mich hier nicht auf eine inhaltliche Diskussion mit Rechtsradikalen einlassen. Wir sind ja nicht bei Markus Lanz. Weil, worüber soll man auch diskutieren mit Leuten, aus deren Zigarrenloch regelmäßig sowas rauspurzelt? Kostproben seiner freien Gedanken liefert er auf dem Burschenschaftsabend zuhauf. Was sind die großen Treiber der Massenmigration, fragt er in die Runde. Das ist Hartz IV und Ficky Ficky, antwortet Krah selbst. AfD-Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist ein richtiger Experte. Und zwar vor allem darin, sich seine saudummen Fragen saudumm selber zu beantworten. Türken in Deutschland sollten eine Partei wählen, die weitere Zuwanderung blockiert. Denn diejenigen, die jetzt reinkommen, wem nehmen sie denn die Wohnungen und die Arbeitsplätze weg? Genau denjenigen, die vorher hier eingewandert sind und die jetzt nicht weiter aufsteigen. Es ist im Grunde genommen der alte Faschotrick. Die Ängste der einen gegen die Nöte der anderen ausspielen. Maximilian Krah spricht Migranten gezielt an, weil die AfD sich die Karten gelegt hat und weiß, wenn sie stärkste Partei werden will, hat sie jetzt schon ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft bei 23%. Sie muss also an die 15% potenziell migrantische Votes heran. Innerhalb dieser migrantischen Votes sind aber auch genau diese Gruppierungen, gegen die sich die AfD stellt. Ja, blöd. Die AfD braucht die Leute, die sie eigentlich nicht in Deutschland will, um gewählt zu werden. Klingt unlogisch, aber das stört Rassisten natürlich nicht. Und ist nur konsequent von der AfD. Sie lässt sich ja auch in ein Parlament wählen, das sie eigentlich abschaffen will. Das undemokratisch gewählte EU-Parlament wollen wir abschaffen. Und durch was wollen die Rechtsextremen die EU ersetzen? Die AfD sieht die Europäische Union als gescheitertes Projekt an und fordert stattdessen einen Bund europäischer Nationen. Ein Bund europäischer Nationen. Oder wie der Faschist Björn Höcke sagt: Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Hä? Das habe ich doch erst neulich 1943 im Völkischen Beobachter gelesen. Sie starben, damit Deutschland lebe. Ja, das war 1943 ein kleines rhetorisches Trostpflästerchen der Nazi-Propaganda, weil unsere Großeltern, wie sagt man's bei Fortnite, in Stalingrad Goofy abgelust haben. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade würdevoll und die Älteren werden sich aufregen, aber wir müssen junge Leute erreichen. Die jungen Leute müssen das verstehen. Wir Alten wissen das. Das wahre Europa soll leben, das Europa der Nationalisten. Aha, interessant. Und wer reicht schon mal sein braunes Freundebuch rum in diesem Europa der Nationalisten? Genau, dieser halbfertige Düsseldorfer Karnevalswagen. Warum Erdogan nicht unser Feind ist. Together for a better Europe. Ich würde Viktor Orban den roten Teppich ausrollen. Ist ja ein bisschen zu alt für dich, Max. Aber ey, er steht einfach auf Autokraten. Darum geht Maximilian Krah auch gerne mal ins von der AfD eigentlich gehasste Staatsfernsehen. Also gehasst nur, wenn es schlecht gemacht ist, wie hier bei uns in Deutschland. Aber in Russland, da ist Staatsfernsehen
Richtig toll. Oder in Belarus. Именно поэтому правые политики поддерживают Россию. Для нас Россия — это место, где культура остается традиционной. Russland, wo Kultur sich noch nach Tradition richtet. Wie bei den Taliban. Ich stehe für Wohlstand, ich stehe für Familie, ich stehe für Volk, ich stehe für Frieden. Wohlstand, Familie, Volk, Frieden. Müssen Sie bei diesen 4 Wörtern nicht auch direkt unweigerlich an China denken? Recherchen legen enge Verbindungen von AfD-Mann Maximilian Krah nach China nahe. Na und? Spätestens seit den 80er Jahren wissen wir doch, immer wenn Deutschland und China kollaborieren, kommt nur das Beste dabei raus. Neu. Maggi-Fix für China-Pfanne. Aber zurück zu unappetitlichen Sachen. TikTok-Teenie-Star Maximilian Krah ist für die Volksrepublik China das, was die Maggi-China-Pfanne früher für deutsche Einbauküchen-Oberschränke war. Ein absolutes Must-Have. 2019 reiste Maximilian Krah als Europaabgeordneter ins Heimatland von TikTok, in die lupenreine Kultur- und Traditionsdemokratie China. Bezahlt wurde der Trip demnach vom staatlich gelenkten Technologiekonzern Huawei, der ebenfalls staatlichen China National Petroleum Corporation, CNPC, und mehreren Stadtverwaltungen. Schön Essen bezahlen lassen, ein bisschen Hotelkosten und so. Aber Moment. Das heißt ja, Maximilian Krah trifft sich mit Kommunisten. Weiß die AfD, dass ihr hypermännlicher Internet-Reichsrollmobsführer rotes Geld angenommen hat? Maximilian Krah selbst soll nach der Reise an die AfD-Bundestagsfraktion herangetreten sein, um weitere Anträge gegen die Beteiligung von Huawei beim 5G-Netzausbau zu verhindern. Und hoppla, hat Krah etwa versucht, die sehr deutsche Politik seiner sehr deutschen Partei sehr im Interesse Chinas zu beeinflussen? Auf dem Programm stand aber einmal mehr ein Gespräch mit dem Geheimdienst IDCPC. Laut Verfassungsschutz unter anderem zuständig für verdeckte politische Einflussoperationen. Das klingt ja unglaublich krass, aber leider sind wir hier im ZDF. Das glaube ich also alles erst, wenn ich es selber gegengeprüft habe. Moment. Fuck, das stimmt wirklich. Maximilian Krah hatte in China eine Verabredung mit einem für verdeckte politische Einflussoperationen zuständigen chinesischen Geheimdienst. Also ich steige da echt nicht mehr durch. Ist Maximilian Krah jetzt Rechtsextremist oder Kommunist oder einfach nur ein Tourist oder ein sehr auffälliger Doppelagent oder einfach nur ein guter Chef? Sowohl kurz vor der Reise als auch kurz danach flossen Zahlungen aus China in Gs direktes Umfeld. G ist ein Assistent von Maximilian Krah und in dessen Umfeld ist sehr viel Geld geflossen. Aus China, vor und nach seiner Reise. Aber das muss doch nichts bedeuten. Obwohl, trotzdem praktisch, dass Maximilian Krah klingt wie ein chinesischer Diplomat. Zum Beispiel, wenn es um die von China eingesperrten muslimischen UigurInnen geht. Ich habe die Gruselgeschichten über Xinjiang immer für fragwürdig gehalten. Anti-China-Propaganda ohne valide Fakten. Die Gruselgeschichten über Maximilian Krah hingegen sind alle wahr, bis er das Gegenteil beweist. Der Mann, der weiß einfach, was er tut. Krah pflegt offenbar enge Kontakte zu russischen Hardlinern, die den Krieg in der Ukraine befeuern und mit Sanktionen belegt sind. Natürlich kumpelt Krah mit Putin Russland und macht für sie fleißig Propaganda im Internet. Morgen, vor genau 2 Jahren, hat Russland die Ukraine überfallen. Und die ganze Welt und wir damals auch. Alle so waren schockiert. What the fuck? Russland ist unser Feind. Aber Russenmax twittert vor 2 Jahren am Tag des Überfalls das hier. Das ist der Feind, nicht Russland. Wenn es nicht Russland ist, was ist denn dann Maximilians Feind? An seinem Tweet hängt dann noch ein rechtsextremes Flugblatt dran, einer rechtsextremen Zeitung gegen die Sexualaufklärung von Kindern. Das ist nämlich der Feind. Gender-Gaga und Sexualaufklärung von Kindern, das ist der Feind, nicht Russland. So sieht jemand aus, der Deutschland liebt und russische Kriegsverbrechen verharmlost. Zum Beispiel das Massaker in Butscha.
Butscha wurde am 31.03. von den Russen geräumt. Die Bilder vom 3.04. zeigen keinerlei Verwesungsspuren, Kleidung unbeschädigt. Deshalb, es ist Vorsicht angezeigt. Ja, genau, es ist Vorsicht angezeigt. Selber denken, wenn euch liebe Onkels mit wirrem Blick versuchen, mit braunen Bonbons in ihre russischen TikTok-Vans zu locken. Wer sich so bei Russland anbietet, ist ganz grundsätzlich gegen Deutschland. Und verstehen Sie mich um Gottes Willen nicht schon wieder falsch. Ich bin auch gegen Deutschland, aber ich gebe das wenigstens offen zu. Und ich bin im Gegensatz zu Maximilian Krah auch gegen Russland. Und zwar sehr. Falls Russland mit seinem Vorgehen nicht komplett scheitert, wird es schnell eine andere Weltordnung und ein anderes Völkerrecht geben. Die politische Rechte kann dabei gewinnen. Schreibt TikTok Max in seinem Buch. Ach, Buch auch noch. Oh Gott. Aber was will dieser Mann denn bitte für eine andere Weltordnung? Die alte ist zwar für Liebhaber und Bastler, aber doch noch einigermaßen gut. Deshalb ist es richtig, wenn die konkrete Ausformung der Menschenrechte nicht global einheitlich, sondern je nach Kulturkreis verschieden erfolgt. Gleiche Menschenrechte für alle? Nicht mit Maximilian Krah. Dabei gibt es diese Menschenrechte doch überhaupt nur deshalb, weil unsere deutschen Vorfahren fucking Verbrecher waren. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Wenn du wieder entdeckst, was deine Vorfahren alles getan haben, dann wirst auch du dich aufrichten können. Deshalb, krieg mal raus. Skip, Mann. Halt's Maul. So, jetzt wird wirklich mal selber gedacht. Ich weiß, der Vogel sieht skurril aus und klickt wahnsinnig geil bei TikTok. Ey, aber das tut er hier auch. 99 Weg zum Horizont, die man Fuß aus dem All. Darum schickt er ein General, die Fliegerstaffel hinterher. Alarm zu geben, wenn's so wär. Dabei waren dort am Horizont nur 99 Luftballons. TikTok könnte so schön sein, ohne Rechtsextremisten und Europa erst. Aber Willy Wenka und seine fucking AfD wollen eine andere Weltordnung. Diese Menschen wollen eine andere Weltordnung. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Clown, dass ich solche Sätze im Fernsehen sage. Und die auch noch stimmen. Diese Leute wollen eine neue Weltordnung zugunsten von Menschen wie Wladimir Putin. Und wir machen nichts dagegen. Wir machen nichts dagegen. Und ich weiß, bei Maximilian Krah war heute Abend großer Reichsparteitag in der Endorphinzentrale, weil mal 20 Minuten lang jemand anders über ihn geredet hat als er selber. Und dann auch noch dieser ZDF-Premium-Wichser. Was für eine Ehre. Das haben wir ganz ehrlich heute nur gemacht, damit Maximilian Krah nicht nächste Woche direkt bei Illner sitzt und von, keine Ahnung, Jens Spahn, Sarah Wagenknecht und Kevin Kühnert entzaubert werden muss. Aber der lustige TikTok-Onkel und seine Partei, die rechtsextreme, verfassungsfeindliche AfD, die in allen bundesweiten Umfragen zurzeit auf dem 2. Platz steht. Diese Leute lehnen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Und den rassistischen Müll und ihre ausgedachten, schwierigen Männlichkeitskonstruktionen senden sie ganz offen 16-Jährigen bei TikTok jeden Tag 90 Minuten lang durch die offenen Fenster ins fucking Gehirn. Mit einer scheiß Zigarre in der verfickten Fresse, hätte ich fast gesagt. Entschuldigen Sie, die fehlende Doppeldeutigkeit heute gefällt Ihnen auch nicht, wa? Auch blöd. Was ich sagen will. Das Bekämpfen von Rechtsextremisten und Demokratiefeinden kriegen wir in Deutschland genauso schlecht hin wie in Österreich. Deutschland ist kein bisschen besser als Österreich.